Mein letztes Video kam ja am 2. Oktober und es war das 4. wöchentliche Video in Folge und trotz der Regelmäßigkeit war das Abonnentenwachstum dann doch eher gering. Und jetzt nach einer mehrwöchigen Pause muss ich sagen, ja, der Kanal läuft ganz gut, 3% Wachstum insgesamt und damit deutlich besser als vorher. Und da fragt man sich dann doch, wieso ist das so? Und brauche ich unbedingt regelmäßige Uploads? Damit dann hallo zu einer neuen YouTube-Lupe und heute suchen wir mal eine Antwort auf die Frage, ob man unbedingt wöchentliche oder regelmäßige Uploads für den eigenen YouTube-Kanal braucht. Und das Ganze erkläre ich zunächst am besten mal an meinem eigenen Kanal, wie es mir so in den letzten Wochen hier ergangen ist. Und dann suchen wir mal eine Frage für euch, für euren eigenen Kanal. Schauen wir uns am Anfang hier mal an, was die Gründe dafür sein könnten, dass mein Kanal so langsam wächst, wenn hier regelmäßig Videos kommen. Und meiner Meinung nach liegt das daran, dass mein Kanal inhaltlich relativ breit aufgestellt ist. Ja, wir haben auf der einen Seite Videos über YouTube und entsprechende Tipps und Tutorials. Andererseits haben wir dann aber auch Tutorials zu Premiere beispielsweise mit Videobearbeitung. Dann gibt es hier Technikvideos, Vlogs, also da ist wirklich alles Mögliche mit dabei. Und wenn jetzt jemand meinen Kanal findet, sei es über empfohlene Videos, ein geteiltes Video, die Suche und so weiter und so fort, und abonniert hier dementsprechend und kriegt dann plötzlich einen anderen Inhalt vorgesetzt, wenn er nach einigen Wochen nochmal ein Video von mir sieht, dann ist das irgendwie ein anderer Inhalt, der gefällt ihm nicht ganz und dann wird wieder deabonniert. Das ist ganz normales Verhalten. Natürlich kann man dann jetzt sagen, dass es eigentlich besser wäre, den Kanal ein wenig umzustrukturieren und ein bisschen zu vereinheitlichen, aber da würde ich ganz einfach sagen, nö, ich mag meinen Kanal so wie es ist, ich möchte auch weiterhin Videos über meine Interessen machen und wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt, dann ist es auch völlig okay, wenn sie dann deabonnieren, aber ich freue mich natürlich auch über jeden von euch, der hier längerfristig mit dabei bleibt und einige sind ja tatsächlich auch schon seit Jahren hier mit dabei. Die Gründe, warum mein Kanal hier wesentlich besser wächst, wenn ich kaum Videos hochlade, sind relativ ähnlich zu dem. Tatsächlich kommen 44% meiner Zugriffe, meiner Aufrufe durch die YouTube-Suche und durch externe Seiten und davon dann auch entsprechend der größtenteils Google. Und das kommt von Videos, die über die Zeit hinweg gut funktionieren und immer wieder Leute hier mit auf den Kanal bringen, die sich dann denken, das gefällt mir, davon möchte ich mehr sehen. Und solange kein neuer Upload dazu kommt, gibt es auch keinen Themenwechsel weiter und dementsprechend auch keinen Grund, hier wieder zu deabonnieren. Insofern ist das für mich immer sehr interessant zu beobachten, weil ja eigentlich jeder immer sagt, du brauchst wöchentliche Uploads, du musst deine Zuschauer bei Laune halten. Und in solchen Phasen gucke ich dann nur auf meinen Kanal und denke mir, wieso? Ich kriege Aufrufe, Abonnenten kommen neu dazu, Einnahmen passen, mein Kanal läuft super, wofür brauche ich noch neue Uploads? Und das bringt uns dann jetzt zu der Frage, brauchst du als Kanal jetzt unbedingt regelmäßige oder sogar wöchentliche Uploads? Und ich würde sagen, wenn dein Kanal inhaltlich sehr stark auf Tutorials ausgerichtet ist und sehr stark sich an der Suche orientiert und darüber entsprechende Aufrufe generiert, dann kann man auch davon absehen, unbedingt wöchentliche Videos machen zu müssen. Zumindest sehe ich es ja an meinem eigenen Kanal, dass es auch mit Tutorials und Hilfevideos über die Zeit hinweg ohne neue Uploads funktioniert. Nichtsdestotrotz sollte man jetzt natürlich nicht unbedingt Monate verstreichen lassen bis zum neuen Upload. Einerseits möchte man natürlich die Suche noch ein bisschen mehr füttern, sodass dort mehr Inhalte von dir präsent sind. Und andererseits die Abonnenten, die da sind, möchten natürlich auch irgendwo ein bisschen was von dir sehen. Deswegen haben sie ja abonniert und dementsprechend mehrere Monate irgendwie aussetzen ist dann auch nicht so ganz das Richtige. Wenn ihr jetzt aber ein Kanal seid, der wirklich mehr auf Persönlichkeit geht, mehr im Bereich Entertainment, im Bereich Vlogs, Gaming unterwegs ist, da ist es natürlich wesentlich wichtiger, dass ihr regelmäßige Videos bringt, weil dort eben der Fokus auf euch selbst liegt und weniger auf den Tipps und Hinweisen und Tutorials, die ihr so mit auf den Weg gebt. Es kommt also im Endeffekt ganz auf euren Kanal an. Am besten schaut ihr mal in YouTube Analytics vorbei, da könnt ihr dann so nachschauen, wo kommen eure Aufrufe her, wo kommen die Abonnenten her und so weiter und so fort. Da kriegt ihr alle Informationen und am besten probiert ihr dann das Ganze auch noch aus auf eurem Kanal. Einfach mal mit ein paar regelmäßigen Uploads, mal unregelmäßige Uploads. Da kann man ja dementsprechend viel probieren und dann seht ihr eigentlich am besten, was für euren Kanal mit am besten funktioniert. Und ihr könnt mir ja auch mal eure Gedanken zu dem Thema mit in die Kommentare unten mit reinschreiben und könnt auch noch mit anderen gerne weiter diskutieren. Und wenn ihr weitere YouTube-Tipps und Tutorials oder auch Technikvideos oder auch Vlogs oder was auch immer noch so die nächsten Wochen kommen mag, nicht verpassen wollt, dann könnt ihr hier oben auf Abonnieren draufklicken. Da gibt es dann jetzt für die nächsten Wochen sogar wöchentlich wieder Videos. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt, dann könnt ihr euch hier noch 2 ältere Videos von mir mit anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.